Marius, wir freuen uns, wenn jeder ein Wort gekommen ist. Ganz besonders für das Gesang. Je mehr Menschen da sind, je leichter singt sich dort. Sind nu wat dingen een beetje anders van Henry Margaret hier nicht sind, aber weil uns bastet Physiken hier Karlatze, der ein bisschen Kampf mit meinen Sternen betrübelt hat, aber je da jemand haben, je weiter was ich dort singen. Wir wollen anfangen mit den Leuten, kommst zu dem Heiland, oder taub, und dann war wir gewisse Dinge anders haben von der, was andere Leute, was special ist mit der Jugend und so weiter, für die Mama ist gerade gedacht. Das ist wirklich Mamedach, ich glaube, was meiste von euch bekannt sind. So wir wollen du was haben, was Leute, und noch ein kleiner Skit von John und David Miller, von John Fair und David Miller, und kleiner Skit, und haben wir dann ein Programm für die Mamas. Aber ja, ich würde Ihnen fragen abzustehen, und weil wir, ich gleich das Henry noch mal sagen, uns hart abwarmen mit den schönen Leuten. Die Leute kommen zu dem Heiland. Es noch Zeit, ist uns nah zum Segnen bereit und ruft so freundlich, komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan. Jesus, sie herrlich, komm. Höre sein Wort, gib ihm dein Herz und folg ihm sofort. Er ist ein sicher, ewiger Hort, drum mach dich auf und komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan. Jesus, sie herrlich, komm. Glaube nur fest, der Herr nimmt dich an. Wo fühlst du ihn nicht jetzt dich schon an? Mit Lieb und Gnade will er dich empfangen. Komm nur, o Sünder, komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Jesus, sie herrlich, komm. Dankeschön. Kann ich toll sagen? Als nächstes habe ich hier ein Leute mit der Jugend. Ein Leute für die Mamas. Wenn ich trading doe, ik weet mij allemaal wat ik bij mijn mama en papa de stoel zijn voorbij en ik zag dat mijn mama die op knuis bezieherbaar en dan stond ik er nog een stukje hart wat ze beden daar en ik wou antwoord amma en je bed weer wie Kenia en voor ons en zo veel voor ons gebed en ik wou dat als zo dichtbij en mama ook had ik geloof dat als ik heb meestal dichter bij als de Leute voor Kenia so de mama en je bed als zo sterk, heeft veel weg en heeft veel weer. En dit gaat krijg ik am dood, am de mama en je bed. En als een Leute, wo die Schreiber sich bedanken hat für die Mama en je bed. Als vielleicht bekannt für viele, als die Leute Dankeschön Mama. Du wir werden beden gandelang och säkert så men han var total. Jag vet att fan jag hos mamma gevas är kronen där anden och säkert vi är barn. Dankeschön mamma för veden för mig och dine
beten för mig, och dina gebet, dan voorrecht zijn. Den anden jint op noodstag, je den hart, jint gebet, jint nu mesta, jint troon nu de vloer. Dan gaan we even nu naar een Engelse lied wat we willen zingen, ook voor de mamas. Dit lied redt van een mama wat niet maar doet is, al hij dat terugdenken, want zijn mama jet ook am gebed, nach am gebed haft, en redt dan van waar hij zich vrede te treffen, en hij zegt, ja, wat zijn mama wat allemaal nach welkom heiten. So, ja, met een andere wacht dit lied als het feestje, aber ik weet, zijn vielleicht nog mal so eine steden, ik ga mijn mama nach, wo die mama nicht mal leben dat. So, was für Jugendliche ein besonderer Wert haben, wenn hier so eine Menschen sind. Das ist ein schönes Lied. How sweet and happy seem those days of which I dream, when memory recalls and now and then. And with that rapture sweet, my weary heart would beat, if I could hear my mother pray again. If I could hear my mother pray again. If I could hear her tender voice as then, so happy I would be, would mean so much to me, if I could hear my mother pray again. She used to pray that I on Jesus would rely, and always walk the shining gospel way. So trusting in His love, I'd seek that home above, where I shall meet my mother some glad day. Within the old home place, her patient smiling face was always spreading comfort, hope and cheer. And when she used to sing to her eternal King, it was the songs the angels love to hear. If I could hear my mother pray again, if I could hear her tender voice as then, so happy I would be, would mean so much to me, if I could hear my mother pray again. Her work on earth is done, her life crown has been won, and she will be at rest with Him above. And some glad morning she, I know, will welcome me to that eternal home of peace and love. If I could hear my mother pray again, if I could hear her tender voice as then, so happy I would be, would mean so much to me, if I could hear my mother pray again. If
if I could hear my mother pray again. Dan hebben we nu nog een beetje skit van John Fair en David Miller. Hey, wat is het van jou? Ganz gut, und die? Oh, sehr gut. Wat hast du alles für iedereen gesammelt om Fashion fahren? Hey, ich had gedacht, wir würden mal naar Lago Colina in Camargo fahren. Was lässt du von? Oh, dat is een zaak van de steden. Wat lässt we onze land nog mitnehmen? Ja, nee, der war uns für sicher mitnehmen. Ich wollte meine Frau bloß noch sagen, sie sollen rein und da haben wir nicht so sehr Druck. Hey, du warst dir noch denken, den Fashion noch mitzubringen, nicht? Genau, hey, ik wil mijn vrouw zeggen, ze zullen nog fertig maken, dan willen we dat ook mitnehmen. Hey, nu fällt mir noch bei. Ich mag mich bloß noch lassen, die Umbrunnen in den Bordtrash nicht fahren fahren. Eben gleich seit Messerei. Oh, wo laat sie in die Umbrunnen traschen? Ah, das ist meine Frau, der ist nicht so Druck. Okay, mir fällt nu nog bij, nog eten en kleiderij maken. Ik wil mijn vrouw zeggen, ze zal dat nog doen. Ah, du hast die recht. Ich habe noch gleich abgepackt. Ich wollte meine Frau sagen, sie soll abpacken für mich. Wat lässt we onze vrouwen mitnehmen? Ich glaube, wie so als Mann einmal die Gelegenheit wahrnehmen, mal allein fahren. Die Früher, die können immer Tüß sein und die haben nicht so viel zu tun. Die waren nicht so müde, wie wenn wir einen Tag hier schaffen gehen, um die Familie zu versorgen. Okay, nou dat is van idee. Wat hast deine Frühen kennengelernt? Sie will Tüß bleiben, sie sagt, sie wir sehr müde. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wenn eine Frau überhaupt müde wird, bloß von Tüß sein. Nou, dat is goed dat zij niet kan komen. Hast al mal nu gedacht, wat onze vrouwen werkelijk alles doen voor ons en onze kinderen? Nee, was meinst du gerade mal? Nu stel je mal vor, als morgens opstaan en voor ons, voor onze familie, frisch maken en zijn dat we reinkomen ter school. En waschen, abhängen en raufnehmen, taubleien en wat ziet brengen. En daarna bezorgen, die Kinder abtragen en abwaschen, bis sie nach wat backen. En dan stel je mal vor, nach alles reinmerken für uns zum Fashion fahren. Wo drauf war das nicht sein für dich? Du hast noch keinmal selber nur gedacht, dass eine Frau wirklich so viel Arbeit hat. Und danach eine Mama ist für die Kinder. Ich würde allmählich all das können tun. Ich glaube, wir sollen ab uns dankbar sein für unsere Frühe, die Arbeit, was sie tun. Und ich glaube, wir sollen unsere Sachen selbst reinmachen und Kinder weichbringen, Frühe mitnehmen zum Fashion fahren und dass sie auch den Weg loshaben, nicht so? Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, das werden wir dort tun. Dankeschön für mich, aufmerksam zu merken, wie viel meine Frau für mich und die Kinder hat. Morgens alle. Ich glaube, wir können bis das nächste Leute singen in der Haus fahren, nicht? Scheine Leute gesungen, ein paar Stück, und ein gutes Skit gehört, ein gutes Vortrag gehört. Ich glaube, für Muttertag ist das all, haben wir dort ein sehr schönes Ding gehört. Dankeschön für jeder einer Wort, von der aus morgens aber toll gedacht habt, zum Muttertag besonders merken und besser merken. Für die Jugend, für Ehepaar, für unseren Singläden, und auch für das extra Nummer, was sie singen, und auch für John und David, für hier einmal uns war am besten aufmerksam merken, mit anspornen, was eine Mama wirklich ist und was sie wirklich tut. Von der, weil wir uns das Thema kreiden angehen wegen Mamas, von der aus Mamedach, für Muttertag, und ich glaube, das sollen wir alle Tag führen. Wenn es alle Tag daran denken, nicht bis Krieg von der, wann Muttertag ist. Samia weiß mir jetzt ein Bild, wo die Mama auf einer steht, ganz allein sagt, und dann kriegt der Muttertag, dann sollten alle Feier Kinder daran, mit der Phone und mir und so Selfies.
wo sie mit ihrer Mom taub wären. Dann waren sie like alle wehen und der letzte Akt von, was an Phone kann irgendwo Match teilen, mit ihren Freunden waren sie teilen und tippen, wo halt meine Mom sein. What about all die anderen 300 noch, was der? Wo soll er spüren wir uns an? Wo soll er selber ob unsere Mom ist ihr? Wo soll er selber ob du sein mit der Gemeinschaft haben und so weiter. Und so, ich glaube, das ist wichtig, dass wir nicht bloß kriegen von der tun. Es liegt erst eine Gewohnheit geworden, dass wir haben einen Tag oder eine Werk haben wie Mutterstag und dann merken wir uns, dass sie draht mit dort und dann, wenn der Tag ist, immer erst dann sagen, so, und ich habe das Gebüt, das habe ich vollbracht, nicht? Und dann vergeht wir für die ewig von, ja, dann haben wir der Mutterstag, das ist Mutterstag, und dann erst uns Gedanken, war der Draht von der Weg, und dann ist immer erst dann Lut, wir waren nu. Und ich glaube, wir sollen das Dollar anfangen, einmal Dollar unsere Mames, da weiten Leute, wie ein Geld sind, und als Futter, tüß, unsere Frühes, da weiten Leute, wie ein Leben, wie ein Geld sind, für die Beten, du sind für die, wie uns die tun, ist eine große Arbeit. Und das Thema, was ich von dir gesagt habe, ist eine lebende Mama. Wenn die kicken dann hier auf den Bulletin, die Ferien, da sei wo eine Mama hat, das kleine Kind durch, und wo sie einfach bloß mit Leib darauf kickt, und hat einen Kuss auf den Kopf gehabt und so weiter. So, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das tun. Dass wir anstehen für unsere Mamas, dass wir ehren, dass wir Wesen tun. Erstens, die Bibel sagt, dass wir sollen Vater, Mutter ehren. So, Mama ehren als ein von den Dingen, auch, was Gott befohlen hat, was wir sollen tun. So, so wie sagen, von der für Mutterstag. Und ich glaube, da würde ein Platz sein, wenn wir würden Frauen und die Mutter würden abstehen. Jeder Einzige, wer hier eine Mama ban ist, steht mal ab, weil wir einen vierten Applaus für geben. Jeder einzige Mama steht ab, weil wir ihnen ihr geben. Ein vierten Applaus für ihr. Wir schätzen von der Kjoakj, die Mama sehr viel. Und jede einzige Mama, die hier von der ist, wird alle Kinder kommen, die wills die Mama trägt in großer Part durch den Tau. Wo dort heim wird sein, wird unsere Kjoakj werden sein, Luther. Ich las in Stütze 3 eine Geschichte von einem von den ersten Präsidenten, wo der stets gehört hat, der sagt, die stärkste Armee, wo das Land kann haben, ist eine christliche Mama, die ansteht für die Kinder. Und ich dachte, ein bisschen war nun, und das ist wirklich so. Wenn wir checken, wo Mamas, wie viel die Todreuen tun, dort die Familie stark ist, dürfen wir wie von fern. Und ich dachte, wenn ich rede von der Armee, dachte ich, nur, wo, sagt das 3 Jahre, wo kann das sein? Der Führer ist das Haupt, sozusagen, von dort heim. Der soll das anleiten, denken, wie fährt und so, nicht? Und aber doch, die Mama das meiste. Und ich dachte, nur kriegt es eine Armee, der hat einen Kapitän, der hat einer, der alle über sein wird, und er ist einer von ihm, der all diese Dinge ausführen. Und wenn er nur denkt, das ist eigentlich das selbe Ding von einem. Wenn wir denken, das Kapitän, der sagt sich mit ihm, was er sich erst mit der Lehrer, sagt er sich taub du, und sie rutschlösen, sie reden über was sie wollen tun. Und bei der Fährste von den Soldaten, die hat all die Mal nicht mit der Herr Rüt. Du hast eine neue Stelle, und die hat mit Rüt. Der Fährste, der bleibt an seinem Office, der bleibt, wo immer der dann ist, er bleibt nicht, er hat nicht mit. Das ist eigentlich, was der Führer zwischen ihm auch tut. Er sagt sich viel mit seinen Frühdul, der sagt nicht Dul, der reden, sie merken Entscheidungen, wo sie ihre Familie will abtreiben, wo sie ihre Familie will in Pferdeweich bringen. Und wenn wir dann den nächsten Stopp checken, war er 3 oder Armee, durch das ein Mann, das euch stellt für das, und der hat Rüt. Der sieht all diese Dinge, die er angehen tun. Der sieht all diese Dinge, wo die Soldaten sich anstrengen tun, wo die erfolgreich sind, wo die fehlen tun, wo er kann die unterstützen, wo er die abbauen kann. Er lehrt an die Dinge, was er sich mit seinem Kapitän einig waren, die Richtung, wo sie wollen gehen. Das Mann, der jährt mit diesen Soldaten, und er lehrt all diese verschiedenen Dinge an, dass sie wollen stark sein und wollen erfolgreich das Ziel erreichen, was sie wollen. Das ist eigentlich der Führer ist das Haupt ein Haus. Aber wer wirklich all diese Dinge erreichen wird, ist die Mama. Die Mama sieht, wo die Kinder erfolgreich sind. Die Mama sieht, wo die Kinder nicht dort nur kommen, was ihr Plan ist. Die sieht die Hand voll, die sieht die Abstund, die sieht, wenn die krank sind. Die ist durch für die pflegt die. Und die ist eigentlich die, was wirklich diesen Ziel erreichen wird, was der Plan ist für die Familie, eine christliche Familie. Wie vorher jetzt, wir sind mit vielen Dingen mit, wie Entscheidungen und so weiter, die sind dort hoch. Aber wer wirklich all diese Dinge durchdrehen wird, all diese Dinge sein wird, all diese Dinge erfahren wird, ist die Mama. So ist was mit den Soldaten ist. Der Kapitän, der bleibt meist immer irgendwo
über sie. Und die andere, das ist das, was mit den Soldaten mitgeht. Was alles erleben dat, alles sein dat, was angehen dat, manche Soldaten durch. Und wer kriegt meist einmal den Preis? Wer ist der, der den Strom wahrnig hat mit all diese Bieter da an? Wo wiesen dat von all den Erfolg. Das ist meist einmal der Kapitän, nicht? Der andere ist kriegt ein bisschen leer. Und das wird viel mehr passieren, dat. Die Führer kriegen all die Ehefertigen, für was eine Familie passieren, dat. Das sind die, die mit dem Wahrnig rumgehen, die Lehrer am Haus, wo die Familie noch wieder in Ordnung ist, wo die Kinder all diese Dinge tun, die respekten die Menschen, die sind gehorsam und so weiter. Da muss ein guter Führer am Heim sein, nicht? Weet je wat, die Hauptziel zaten, om we weer durchführen dat wie de Mama, allgemein, en groot en ganzen. Dat is dat wat, all diese kleine Details, alle mitgemerkt heeft en gezien heeft. En dan zo ver wat, dan nu checkt dat de Führer, als dat wat dat gedaan heeft. Dat Richtlinie zaten, maar we durchführen dat het Ziel erreicht worden dat, als allgemein de Mama. De Mama wordt het hart, dat live, al die dingen ervaren dat en zijn dat wat met deze kinderen omgaan dat. De mama ihre life is zeer groot. Du wird mal eine Mama, die ging von einer Stadt naar de andere, en über den kam ein sehr starker Sturm, Schneesturm, der war. Und uit live trok sich ihre Warnig und alles uit ihre Warnig und rollt ihr Baby damit an und lädt sich die ihre Doel. Den nächsten Tag fing sie die Mama sehr krank. Und als sie die abheben, dann fing sie das kleine Baby, die Eier rollt, warm und gesund. Weil sie hat so eine Liebe für das Kind. Das Jäuf haben wird, aber abrupt. Damit sie das Kind raten können. Das Kind was ab und wird Lothar ein von den ersten Präsidenten des Prime Minister sozusagen von England. Er leidde sehr gerautet Port von England durch den Ersten Weltkrieg und so weiter. So eine Mama als eine Wort, das viel mehr Life, viel mehr abgeben hat für die Kinder, als was die Führer hat. Und wenn wir kijken, dann die Mama ihre Life ist Jeff allgemein haben bei das Letzte. Denk mal an Moses seine Mama. Sie wird wahrlich gehen, den Käser, den Chanik, sein Wahlen zu gehen, wenn sie wissen, kann ihr Leben kosten. Und sie verstärkt ihr Sehen für 3 Monate. Weil sie so eine Life hat, dass sie das Kind, was ihr sein hat, ich stelle mir vor, sie hat das angesehen in ihr Hort, wird voll von Life. Und sie sagt, extrem wahrlich, mein Leben auf Spiel zu setzen, wenn ich mein Sehen raten kann. Das ist eine Mama. Das ist eine, die voll von Life ist und alles handgeben hat, was er brücken hat, um ihr Kind Life bewiesen. Die Mama ihrer Life ist sehr groß. Die Mama ihrer Life regt weit viel wieder an Heim nehmen, als wir verstellen und überhaupt überdenken tun. Und das Mose, wie die, wo der Israel Luther aus Ägypten rüberleiten hat. Die Geschichte ist sehr interessant. Ich dachte aber nur, dann sei der ab dem Wutternab und Luther fängt Pharao seine Tochter dort durch und der fängt dort durch und sie bringt das Trainer Mama und die Mama hat das Reich, das Kind war abzutragen, bei einem Westen Level und dann hat er 3 und Pharao sein Kessel donan und du hast er dann wieder. Aber die Mama, Gott mir gesagt, dass diese leibende Mama, wo das erste Kind und das Kind sein Hort schaffen. Der erste Jahr, von wo das Kind wirklich lernen hat, wo das fallen hat, abstehen und all diese Dinge. Diese hat das erste Reich, Gott schafft es für das erste Reich wird haben, dort zu tun. Die Mama ist die, die danach mit 7 Bad sagt und vielleicht die Kinder, wenn sie krank sind. Die Mama ist die, wo das erste allgemein durch ist, wenn das Kind heimgefallen ist und sein Wort passiert ist mit dort. Die Mama ist die, die über all diese verschiedenen Wege, wo wir überdenken, das erste durch ist für das Kind. Mit Life. Und braucht das Kind fair weich zu halten. Nu werden wir das einen Stopp wieder nehmen. So, nu hat dieses Kind, das haben wir nicht physisch gedacht, nu hat das Kind, diese Mama hat diese Life mitgegoten, das Kind. Und wenn die Mama wirklich diese Life mitgegoten hat, das Kind, dann gewinnt das Kind gewinnt die Mama erhört und die Mama hat das Kind sein Hort. So, wo dann waren es schon Gästeln, wenn es gerade geworden hat, dann war das Kind, wo war das erste hingehen? Da war du hingehen, wo die durch diese ganze Zeit all diese Life gefällt hat. Von wo die Besorgnis alle gekommen sind. Die Mama hat viel mehr Reich, sozusagen, da viel mehr Gelegenheit, an das jetzige Leben, an das Kind sein Leben anzureden, als was die Führer hat. Wen die hat, das hat wirklich gewonnen.
Da ist die, was all diese verschiedenen Dinge mitgemerkt hat. Da ist die, was bei der Bad gesehen hat, als ich von klein Bett abwaschen gerade geworden. Und das Thema soll ich sagen, der Leib von einer Mama. Das ist einfach, was er ist. Ich denke dann nur, was Gott einfach merken wird, sei der Raben von dem Mann, und er sagt, dass dem viel wird, dann dachte er auch an die Kinder. Und ich stelle mir vor, als er merken wird, er kriegt und sagt, was eine Familie alles fehlt. Und dann dachte er an so eine Dinge, als was John und David von reden da. Da wird das Heim, all diese Dinge reinmerken, und all diese Dinge, die wichtig sind im Heim. Und dann hat er dort an die frühen planten. Das ist, was das Heim wird fehlen. Dus Leitung, aber das eine wird diese Leitung wird umwandeln. Das ein Samwer wird diese Leitung wird eine Richtung, schön mehr in eine Richtung geht. Und das ist, was eine Mama, ja, gerade für ist, was sie kann tun. Die Mama hat die größte Gelegenheit, an ein Kind in geistlichen Leben zu reden. Das ist keiner, was so viel hat als die. Und deswegen habe ich mir 3 Dinge gesagt, wo wir wollen von dir ein bisschen kicken. Von der Mama, dass er ein christliches Vorbild geben wird. Nummer 1. Nummer 2, dass er ein christliches Unrecht geben zu das Kind. Und das letzte, dass er für das Kind wird beten. Das sind 3 sehr wichtige Dinge. Und wenn wir die letzte verfehlen dann, aus der Mama, der das letzte verfehlen hat, dann sind die anderen 2 50% auch verspielt, meist für sich. Den christlichen Vorbild geben, wird man halb so viel tun, als wenn die wirklich deep an die Bett gehen für den Kind. Den christlichen Unrecht wird man halb dort tun, als wenn die wirklich, als das kann sein, wenn die beten tun. So, das ist wichtig für die Mamas, von der wir dort überdenken, wo wichtig dort ist. Und da wird ein sehr berühmter Prediger, der hat 3 Sehens. Und alle 3 von den Sehens waren Prediger. Und dann sind sie auf einen Tag irgendwo, wo sie taub gekommen haben, und dann fragt es ein Freund, wer von der Familie, er nannte mich Namen, ich kann den Namen vergessen, morgens als der beste Prediger. Und ich glaube, alle dachten so, der Vater würde entweder den sehen, oder irgendwo würde er dann sein. Und der Vater kriegt die Sehens alle 3 einmal an. Und dann sagt er, das ist die Früh. Die Früh wird der größte Prediger. Das ist der beste Prediger in uns Heim. Und das ist so. Das ist wirklich, wenn man denkt, das ist, wo das ist. Nicht, dass sie von Pulpit predigen dort. Aber sie lehrt, sie predigt ihre Kinder, sie haben abgelehrt, abgetragen, angeschwappt. Und die predigen von der, wie es die Mama hat ihr Pott getan. Die Mama hat das Besorgnis getan. Und nu wären 3 Jungs, wären Prediger geworden über dem. Da meine ich, dass dann jeder alle wen das dort nehmen der, aber euer Lothar irgendwo hast du einen Zweig, wo die Kinder irgendwo was tun. Und für wir wieder gehen, wo ich frage, wir würden 2. Timotheus gehen, in Kapitel 1. Durch von 3 und wieder. Hier sagt Paulus, ich danke Gott, den ich mit ein reines Gewissen dein, so als meine Väter für mich deuten. Ich danke auch Tag und Nacht in mein Gebet, wenn ich an die denke. Also er redet hier zu Timotheus. Und wenn ich an die Thronen denke, stich er mir dort Verlangen ab, die zu sein, willst dort wird für mich eine Freude sein. Willst ich denke an den wahren Glauben, den ich all deine Großmutter Louis und auch deine Mutter Unique haben, und den du sicher auch hast. So hier soll wie auch wo Paulus diese Anerkennung geben hat von diesen 2 Mamas, wo sie eine Unrecht gegeben haben. Und was mir hier interessant ist, und was ich überdenken ist, Paulus sagt erstlich, er dankt auch für seine Väter, was die getan haben, vor allem, und was er von Unterschied gemerkt hat in seinem Leben. Und dann, durch Vers 4, das ist ein wichtiges Ding, um zu denken. Er sagt, wenn ich an die Thron denke, stich er mir dort Verlangen ab, die zu sein, dort wird für mich eine Freude sein. Und hier steht auch, Mamas, wenn diejenigen Kinder abtragen, das ist, was diese 2 früher hier getan haben. Dort merkt den Tag von Unterschied,
für jene Kinder. Da merkt dann gerade der Unterschied, dass die Menschen wollen ein Verlangen haben, mit jene Kinder taub zu sein. Die jankert dort, wenn die jene Kinder bejahend haben, wenn die an die denken, dann stechen die dort Verlangen ab, dass mit die würde ich wollen taub sein. Und da merkt der sehr gerade der Unterschied, wo ich rüberbringe, dass die Mama eigentlich der größte Prediger ist, was eine Familie kann sein. Weil es die, was dort rüberbringen, die wollen schaffen, wenn dort darf nicht Christen sein, wenn die mit jenen Kindern waren taub gewesen, die waren eine Leib gefällt haben von jenen Kindern. Und da wird der Rütwiesen, und wenn die Luther waren und jene Kinder denken, dass die, sagen wir, die taub gewesen, dann, wenn die der Namen wird irgendwo erwähnt worden, dann, wenn die lange nicht gesehen haben, dann wird an der Hort wird aufstehen und verlangen, sagen wir, die taub zu sein. Und da verändert sich die Welt von dir. Und du weißt, das, was Jan Präsident sagen hat, die Mama ist die größte Kraft, so zu sein, am Land. Eine christliche Mama, die dort kann Pferdeweg bringen und wiederbringen und Rüt bringen. Die Mama hat dort die größte Weg, der größte Impact an ein junges Leben. So ist kein anderer Haft. So den Vorbild, was du als Mama leben lässt, merkt den Tag von Unterschied. Was sieht dein Kind von dir? Was lehrt dein Kind von dir als eine Mama? Was sind die Dinge, was er lernt hat? Wenn ich mein erster Punkt gesagt habe, eine christliche Vorbild zu geben. Weil die sind den Tag über allgemein mit dem Kind taub. Das Kind sieht die. Der sieht, wo du das, der sieht, wo du redest, und der sieht dein Benehmen mit anderen Menschen. Wenn die wegfahren, nur in den Obersten, im Stuhl, wo immer die sind, der sieht, was die tun. Der steht mit sie, den Check, was der Mom. Jetzt, wenn die Vorraum ist, der du kriegst so gut. Aber der meiste Zeit checkt der durch. So Mamas, die haben ein sehr großes Verreich, ein christliches Vorbild zu geben, nur die Kinder. Du wirst ein großer Unterschied merken, was der Charakter wird sein. Aus der Plan wird eine Erfüllung kommen, was Gott das Kind wirklich geplant hat, das soll sein. Du hast den größten Weg und die größte Gelegenheit, das Kind zu lernen, wer Gott ist. Wo viel Vertrauen das Kind sich auf Gott sagen kann. Wo nur das Kind, was nur Gott kommt. So ist kein anderer Haft. Du hast den größten Verreich, du hast den größten Schlüssel für das Kind sein Wort und den Kind sein Charakter. An dem, wo je leben, als Mames. So ist, was ich erst sage, das ist ein Soldat, der hat seinen Kapitän, aber das ist ein Unterarm und der geht mit all der Rüt. Den sie nach Herrscht, aber mit dem mitgeht, wird so sein, wenn er abrechtig ist, alle Wegen, 100% wird Folgen nur gehen so, als wird der Regler sein, was am gesagt sind. Und er wird seine Soldaten dort lehren. Und er wird am checken, dass er wirklich vorsteht, wenn Gerechtigkeit jeden am kämpft. Dass er als ein fester Mann durchsteht, all seine Soldaten hier am. Die lernen dort von ihm. Und die wollen dort Respekt und die wollen ihr geben ihm. Dort ist, was die Mama auch kann tun. Die Mama, christliches Leben wird. Vorbild, was sie geben hat. Büt, das Kind sein Charakter, wird auf allgemein was Luther sein. Die merken Luther und Filme, merken an sich hier Entscheidungen, die nicht sagen. Und du weißt, mein letzter Punkt. Du nennst es sehr wichtig. Und so soll ich sagen, die Väter sind allgemein, die werden christliche Lehrer sollen sein, aber doch als die Mama, die das ausführt. Ich denke an Sprecher Kapitel 31, du so von das kenne ich, was er hier sagen hat. Wenn die in der Bibel mit haben, 3. Sprecher Kapitel 31 von 1 durch 5. Das ist gleich dasselbe Kapitel, wo die früh beschrieben wird, was du sehr erfolgreich ist an ihr Heim und so weiter. Aber hier ganz zum Anfang ist mir das wichtig, was du sagen wird. Das sage ich das. Das sind keine Lemiel, seine weggeweht. So, das sind nicht ladgeweht. Das sind weggeweht. Da ist seine Mutter am Lied. So, da wird weggeweht, was seine Mama am gelehrt hat. Und hier höre ich, was er wieder sagt. Du, mein Sehen von meinem Lieb, mein gewünschter Sehen. Das ist, wo eine Mama sich fühlt.
Das ist ein Part von mir. Und das ist mein Gewünschte. Das ist mein Bestes, was ich habe. Es sind meine Familie, mein Mann und meine Kinder. Das ist nicht, was immer dort ist. Verbrauch deine Kraft nicht und frühes und gut nicht, der Weg, der die Kennig an den Grund bringt. So, er sehen unser Recht. Und dann wird gelehrt. Und er anerkannt, dass Luther ein Kennig, dass diese Dinge soll er nicht tun will, die wollen an Versacher an den Grund bringen. Also er hat Reich und Unrecht gelehrt, zu er sehen. Lemuel, dort ist nicht für Kennigs Wein trinken, und nicht für Kennigs Storket soll ein Angestellter nicht einmal trinken. Weil, dort die nicht trinken und verjäten, wo das Gesetz liegt. Und dann die bedrängenden Menschen nicht mehr reich rechten. So hier ist die große Band, dort all diese Dinge, er bringt Trinken über den Namen, dort all diese Dinge, soll sich frei holen, willst dort wird den Unterschied merken, mit wo er wird über Gott sein Wort checken. Ein christliches Vorbild, die die Kinder zu lehren, dort wird den Unterschied merken, auch wo sie Gott sein Wort wollen anchecken. Wo sie Gott wollen respektieren und wo sie mit Gott sein, mit das Leben, was Gott will haben, wollen umgehen und wo sie wollen mit anderen Menschen umgehen. Wollen sie die bedrängen oder wollen sie sein, was Leute gewesen haben? Wenn sie sagen, was das nicht lehren und rebellisch sind, dann unterdrücken allgemein Menschen. Die sind nicht untreu. Aber der andere Seite war es, wenn diese Leute haben gelehrt und Gott sein Wort respektieren und Gott sein Wort not zu folgen, dann sind dort allgemein seine Wort leben down. Und das, was Paulus sagt, was er an Timotheus denkt, dann sagt er, am Rahmenmäßig tun, wenn er so ein Verlangen, dass er will mit diesem Timotheus top sein. Woran wir so wie eine Mama, was am hat, ein christliches Vorbild gegeben und abgetragen. Und so sage ich sagen, die Mama kann ein sehr großer Unterschied merken an ein Kind sein Leben. Die christlich abtragen. Eine christliche Mama soll immer nur das Beste checken. Die soll immer nur sicher merken, dass die Dinge, die das Kind kriegt, dass das christlich wird sein. Wir sollen den Unterschied merken von das Kind an sein Leben. Wenn die Mama wirklich den christlichen Weg geben wird, wird Richtlinie geben, für das Kind wohin zu gehen. Da wird sie sagen, was das kann ich, heute kriegt drei, nur der Richtlinie, nur der Wesen, der Unrecht, was er gekriegt hat, von seiner Mom. Und sagt, so soll das nicht sein. Und wenn die entsprechend wollen wieder lesen, hier habt ihr noch mehr Dinge, was wichtig sind, zu kicken. Und Vers 9 sagt es, und spreche, merkt den Müll ob und stu dafür, dass die Arme und Hauptlose reich gereicht wurden. So das wird auch ein Ding, was er sehen gelehrt hat. Das kann man mit dieser christlichen Abtragung. Dass wir wollen aufrichtig sein, wir wollen anstehen für die Menschen, die dran sind. Das sind alles Dinge, das sage ich hier von dieser Mama, er kennt das gelehrt. Und du kannst sagen, der Vater wird hier nicht erwähnt. Du kannst sagen, der Vater sei mit Mama taub gesehen und haben gesagt, das ist, wo wir uns Kind wollen lehren, das ist, wo wir uns Kind wollen erreichen. Aber die Mama wird da, wird rütting und wirklich eine Erfüllung bringen. Luther in Timotheus 3, Vers 15 redet Paulus weiter über diesen dann sagt hier steht, und willst du von Kind und mit der Heilige Schrift bekannt bist, kann er dir den Weg weisen, wo du durch den Glauben an Christus Jesus großseilig wurden. So das wird auch ein Ding, wo die Mama hat, du eine Nähe gestrebt. Auch von Kind an, von klein an, hat das kleine Kind ein Unrecht gekriegt. Und ich dachte aber nur, und das, ich weiß nicht mehr, als sei all, als Paulus all gewasst wird, zum Predigen, als Timotheus all abgetragen wird. Und ein christlicher war, ich war noch nicht, Jesus dort noch nicht ab der Zeit gekommen wird, wenn seine Großmama, ich stelle mich vor, der wird all älter, der wird nicht mehr so jung, so. Ich glaube, Paulus, was hier passieren wird, ist, er hat einen jüdischen Abtrag gekriegt und dann bekehrt er sich
Und das will ich wel ein klein bisschen anholen. Das ist wichtig für die Mamas, daran zu denken. Die haben vielleicht viel Gebet für die Kinder, die haben einen christlichen Vergang gemerkt verernt. Die haben einen christlichen Unrecht gegeben. Das meint nicht, dass die ein Kind bekehrt ist dann. Die Entscheidung muss das Kind merken, wenn das gerade wird. Aber wenn die diese Dinge getan worden sind, mit einem christlichen Vorbild geben, christlichen Unrecht geben, kann dort viel leichter dazu kommen, dass das Wort diese Entscheidung merken. Und dass das Wort wollen diese Entscheidung merken. Und ich gleich dort, und hier seid ein mit bei mir selbst verabschieden. Die Mama hat eine große Gelegenheit, das Kind von Reich und Unrecht zu lernen. Die Mama hat die große Gelegenheit, das Kind von Himmel und Hölle zu lernen, das erklären. Die Mama hat eine große Gelegenheit, das Kind zu lernen von Sinn und Reich. Von Sinn und ewiges Leben. Tod und Leben. Das Unrecht ist sehr wichtig, dass die Kinder dort kriegen. Und das ich oben einmal wieder gesagt habe, der Vater geht fertig und Arbeit irgendwo schaffen. Und die Mama ist da immer Raum, alle Wehen, und der hat all diese Dinge und sieht all diese verschiedenen Dinge. So was wir nu haben, das sind zwei große, welche Rollen, die die Mama kann spielen. Ein christlichen Leben durchstellen mit ihr Leben, christliche Unrecht geben, schirmen und ihre Kinder wollen, diesen Unrecht erholen kriegen. Das kann ich, und spreche ich, den Unrecht erholen kriegen. Da wird an sein Hort gehen. Und Luther sagte, weißt du, was ich denke, was ich denke, und wir drei, was meine Mama mir sagt. Da diese Dinge nicht. Das gehört sich nicht zu einem Mann. Das gehört sich nicht zu wem, wo das gesagt soll, nur folgen. Also da hat ein christlichen Unrecht gegeben, zu ihr sehen du. Und dort wirken Tag von Unterschied, Luther, für den König. Das gehört ein König nicht zu, das gehört ein König zu. Du wirst sagen, du sollst nicht euerreichtig handeln mit den Menschen, aber gerecht handeln. So, das sind zwei Dinge, die wichtig sind. Ein christliches Vorbild zu geben und ein christlicher Weg abzutragen. Und um diese beiden Dinge zu stärken, dass die kraftvoll sind, braucht dort eine Mama, die dir beten wird. So, das wird uns Leute singen dort. Mama, wenn du nicht gebetet hast für mich, wo würde ich sein? Diese Dinge, die werden stark im Leben, willst du eine Mama wird, die dir beten wird, die dir anstehen wird. Und dann schön Jugend, für dort Leute singen, willst du Apostel nennen, weil Mama, wie wichtig dort ist, wenn die beten wird. Der größte Impact, der größte Erfolg in ein Kind sein Leben, als du, wenn die Mama für die Dinge beten wird, was sie unrecht. Wenn die Mama für die Kinder beten wird, was sie will lernen. Wenn die Mama für dort beten wird, wo sie will haben, das Kind soll erfolgreich sein mit. Und du willst haben, dass dein Kind soll erfolgreich sein mit den Dingen, was das Ziel, was du willst haben, wo das soll erreichen, dann musst du beten für dort. Anstehen. Gott nur Freude, dass er das macht tun. Wenn die Mama Life hat für das Kind, dann wird die Mama beten für das Kind. Wenn du Life hast für das Kind, das soll wirklich Gott nur folgen, dann wird die Mama anstehen für dort. Was die Dinge, die wichtig sind, dass die Mama verbeten wird, ist, dass Gott das kleine Kind sein Hort wird aufmerken. Dass heute du bist, wird schaffen, dass das Unrecht, was von klein an kann er tun, dass das Unrecht, diese Dinge, das Vorbild, alles, was wird an ihm passieren, dass Gott das Hort wird aufmerken, merken, dass dort du kann kommen, dass dort du kann beim Wissen, dass der Ehe so zu sein, dass ein Gordon wird gemerkt, dass der beim Planten. Aber der Gordon wird erst gemerkt, dann da planten, nicht erst planten und dann weiden. So hat ein Kind sein Hort gemerkt. Und dann dort mit Gebet, den Namen planten, dass Gott einfach das Hort merken für all diese Dinge, was er fehlen zu tun, das Ziel, was sie erreichen wollen. Dass Gott möchte schaffen, dass das Kind wird sein Hort merken. Dass das Kind wird Gott kennenlernen, das Kind wird sein, dass er braucht Jesus Christus, wenn er gerade wird. Dass er wird sein, und Jesus Christus
kann ich nicht leben. Jesus Christus muss an mein Leben sein. Dass die Mama dafür wird beten, dass der Tag wird nur kommen und dass die Entscheidung wird treffen, dass das Kind wird die erste Entscheidung an sein Leben wird treffen, Jesus kennenzulernen. Das nächste Ding, dass wir beten, dass Gott das Kind wird leiden und beschützen und bewahren, weil wir weiten, wir leben in einer Welt, wo so tun angegriffen wird, an alle Wege, wo er kann. Und besonders, wenn er junge Kinder kann, die werden für sich. So, du weißt, es ist wichtig, dass die Mama und die Eltern alle, hier können wir, als es für Vorderschreckte sein, ihr meint, als für die Mama. Versteht mir reich. Und bei der Mama hat allgemein das Ratzel hat an diesem Port, allgemein. Und wie Vater schon auch, aber die Mama irgendwo haben, über die Leute, die Vater hat, irgendwo kommt, der Hammer war, du Eva. Und dort wollen einfach das beten, dass Gott möchte die Läden beschützen, ihr Volk geben. Dass Gott das Kind wird brücken kann an sein Reck. Dass das Kind wird an Gott sein Reck nennen wissen, sich nennen lernen, sich nennen posten lassen. So ist, was Gott sein Plan ist. Nicht mein Willen, aber dein Willen, Gott. Dass mein Kind dort erregen, wozu du dort an dieser Welt hast lassen ankommen. Und du verbrauchst dort, Christel je Verbild, Christel je Unrecht, und dann beten, dass all diese Dinge sich wollen kann Platz finden an das Kind sein Leben. Dass Gott muss mit Weisheit fallen, Verständnis über ein christliches Leben. Und das Kind wird lernen, Gott sein Willen nur zu folgen. Und das Kind muss einfach wird ein Leben voll mit Gott. Was ein deutet Verlangen wird haben, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Und ein Verlangen zu kriegen, Gott zu dienen. Das sind einfach Dinge, wo die Mama den Drahtstet den Kondom. Das ist keiner in dieser Welt, wo es bei dir so be kann, als eine Mama. Als wir Männer dort anerkennen wollen oder nicht. Aber das ist Wahrheit. Einmal voll Mama sich so sehr zu Druck, um diese Dinge zu tun. Und ich will nicht Mamas von dir anspornen. Sag Zeit für sie, für ihre Kinder, für ein Gebet. Da wird ein Mann, eine Familie, die früh, die mögt eine Entscheidung, dass sie wird eine Stunde da, dann wird sie 6 Stunden als für ihre Kinder beten. Und ich glaube, das ist die wichtigste, eine von den wichtigsten Entscheidungen, was eine Mama kann merken für die Familie. Zeit, dass sie sagen, für das Kind zu beten. Dreckigkeit ist so tun, sein Spielfilm, um eine Familie zu verdorben. Von dem Vater seine sieht und von der Mama ihre sieht, von beiden Seiten. Nicht bloß eine sieht. Will sie weiten, dass Gott hat einen Plan für jeder einzige Mensch, der geboren wird. Du hast kein Mensch in dieser Welt angekommen, wo Gott nicht einen Plan für hat. Aber wir weiten noch ein Ding. Dass so tun, hat einen Plan, jeder Plan zu verdorben, was Gott hat. Du hast kein Plan, was Gott etwas in dieser Welt wird merken, was so tun nicht geplant wird. Plan wird zu verstehen. Und so wird immer unsere Kinder erleben, kriegt so. Gott hat einen Plan, Gott hat ein Ziel für dich. Aber so tun wird alles online, um Gott seinen Plan verstehen. Und wir als Eltern, hier war ein klein bisschen bis Glück, als Eltern reden. Jeder einer Mama und Papa. Wir sind verantwortlich. Gott hat uns die Kinder anvertraut. Gott hat die Mama das anvertraut, dass sie die Mama sein für das Kind. Und die als Vater anvertraut als Vater über das Kind. Dass wir diese Dinge wollen tun, dass wir eine christliche und eine gläubige Familie können sein. Wir sollen so tun, was er stehen in unserer Familie. Wir sollen am Rück treiben, wir sollen am Zeit schieben, mit dort, was wir können. Und Gott sein Wort bringen, dort studieren und checken, was ist Gott sein Plan. Und dann dort ausleben, erstlich mit uns leben und zweitens dort unsere Kinder dort unterrichten und beten für unsere Kinder. Und dort ist der wahre Stand, wo wir können haben, von jedem so tun. Gott einfach eine Hauptfrauen, dort macht all diese Dinge, das sieht und das Kind einfach für dort beten, dort segnen, dort Gott macht einfach mit seiner Genut über das Kind kommen, dort beschützen, bewahren und Leute in einem planten, Glauben in einem planten.
En wijsheid in een plan. En het kent. Doordat wat kan God nu volgen. En er zijn veel meer andere dingen, wichtige dingen, wat we kunnen dit toe doen. En dat is wichtig, dat we als ouderen ernstlich voor onze kinderen beten. Tijd nemen voor eind en gebed. Want we geen tijd worden nemen voor onze kinderen, kan we de grootste en de beste onrecht geven, wat we vinden kunnen. Want het kind zich durch den onrecht niet wat durchving, if een weg en een andere weg naar God, dat onrecht meest voor zich wordt 100% veel. Want het kind met deze onrecht niet wat zich zelf durchving, irgendwo. Klopt het nu? Oké. So, wanneer kan in Boston onrecht gaan, aber wenn die Lehrer sich nicht wat jammern om die Kinder, wirklich dorthin kommen und verderweg zu kommen, dann macht sich das Kind 100% eigentlich selbst durchsehen und entscheiden, wo er mit seinem Leben haben will. Die können alle unrecht haben, aber wenn er nicht irgendwo durchgehalten wird und verderweg gebracht wird, meist für sicher fehlen die dort. Und dort ist Kjoakj so, wenn wir können unsere Kinder lernen unrechten, aber wenn wir nicht wollen beten für die Kinder, dass Gott wird die Dinge dann auch an der Worten Namen bringen, dass sie sich die Worte zu sich merken und anwerkeln, meist für sicher wird dort viel. Ohne Gebet. So, ich will uns wirklich mal sprechen. Besonders zu den Mamas von der, gebt ein christliches Vorbild. Gebt ein christliches Unrecht zu im Heim. Wenn ihr zu seid mit den Kindern, nehmt Zeit zum Beten. Dass diese anderen Dinge werden angewerkelt, worden aan het kind, dat er wat thuis worden aan het kind, we zo doen, geen waaghaft, die wegen door te breken, wat door je buurt zijn. En dat je beet, wat die wegen stooi. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Bendito sea Jehová mi roca por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio, eres tú mi bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, amén, amén. Te doy gracias, Señor, por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor, porque me has traído aquí. Quiero alabarte en espíritu y en verdad. Bendito sea Jehová mi roca por toda la